Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im Adi Schweißshop. Was machen wir heute? Wir werden, wie man das hier deutlich erkennt, ein Bodenblech bzw. am Schweller arbeiten. Wir werden dort Roststellen entfernen und das Ganze, ich sag mal, fachgerecht, Kfz-gerecht, TÜV-konform instand setzen. Wir werden euch zeigen, welche Werkzeuge wir verwenden, wie machen wir das Ganze, natürlich mit Tipps und Tricks. Ich habe auch gute Unterstützung hinter der Kamera. Joachim, vielen Dank, der wird mich auch mitleiten. Ja, ihr könnt schon mal gespannt dabei sein. Ich hoffe, dieser Beitrag bringt euch weiter. Bis gleich. So meine Lieben, ich konnte leider nicht ein komplettes Fahrzeug hier in meine Werkstatt auf meinem Signumtisch aufbauen, auch wenn das möglich wäre. Deswegen hat der liebe Joachim mir aus dem Spenderfahrzeug ein Bodenblech bzw. Seitenschweller besorgt. Und wir wollen uns erstmal angucken, wo fängt es denn am häufigsten an zu gammeln, zu rosten. Ja? Meistens sind das entweder der Anfang oder das Ende, hier in diesem Bereich oder dort in dem Bereich, das muss man sich so vorstellen. Spritzwasser kommt da rein, das staut sich dort und da fängt es halt an. Wir haben jetzt natürlich ein relativ gesundes Bauteil, das heißt, das wird nicht dadurch einfacher für uns, weil wenn du eine Reparatur machst, sollst du ja bis ins gesunde Material reinschneiden. Von daher werden wir hier dieselben Bedingungen schaffen, werden auch hier in dieser Position arbeiten, weil ein Auto kannst du ja nicht schnell einfach so aufs Dach drehen. Deswegen werden wir das schon alles gerecht aufbauen und instand setzen. Jetzt zeichnen wir ein unsere Roststelle. Zusätzlich, wenn der Rost natürlich bis hier oben gegangen ist, werden wir auch diese Kante instand setzen müssen. Aber das ist hier in dem Fall nicht der Fall. Das heißt, wir können hier entlang das Ganze raustrennen und diesen Bogen behalten für die Festigkeit, für die Stabilität. Das heißt, hier in dem Bereich werde ich das Ganze raustrennen bis hierhin. Wir dürfen eins nicht vergessen, wir müssen ja diese Unterkante auch mitnehmen. Von Werk aus werden diese Bleche miteinander durch dieses Punktschweißen, Widerstandsschweißen in Verbindung gebracht. Das sind alles Punkte, die wir entweder aufbauen können oder dünn schleifen können. Und dann können wir das Blech quasi, wenn wir es rausgeschnitten haben, auch entfernen. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt das Blech umdrehe nach unten, können wir das nicht schön aufnehmen wegen dem Licht. Deswegen müssen wir das in der Position machen. Hey, guck einer an, da ist auch Rost drin. Guck mal, wie viel Rost da drin ist. Wir haben die Punkte einfach nur angeschliffen und das hat schon gereicht, um das Blech zu entfernen. Wichtig ist, dass wir das untere Blech nicht viel versuchen. Wichtig ist natürlich, dass wir alles metallisch blank machen, Lack entfernen, hier die ganzen Rost, das Ganze muss entfernt werden, damit wir das ordentlich auch verschweißen können. Wir werden das Ganze natürlich hier auch mit Zinkspray bearbeiten, dass hier auch nachher kein Rost entsteht. So, nun schneiden wir unser Ersatzblech passend zu in der benötigten Länge. 40 cm benötigen wir. Das hätte man auch mit einer Blechschere machen können, aber mit diesem Werkzeug ist das natürlich sehr praktisch. So, nun wird das Blech gekantet. Wir haben 20 mm abgemessen, brauchen wir unten für die Kante. Das setzen wir unsere Biegemaschine ein und biegen es passend zurecht. Schön festmachen.
schöne Kante. Dreh das einmal, dass wir schön die Kante sehen. Ja, wunderbar. Danke. So, wir mussten das Blech auch ein bisschen fein justieren. Man sieht hier den Winkel, dass das schön reinpasst. Wir setzen das einmal kurz rein. So sollte das sein. Das Ganze wird natürlich jetzt noch gelocht und angepasst, dass wir auch diese Schweißpunkte wieder haben. Das ganze Blech natürlich mit Zwingen fixieren oder mit diesen Spannzangen gibt es auch dazu. Und dann das Blech quasi in Form bringen mit leichten Hämmerschlägen. So erreichen wir diese schöne originale runde Form. Gehen auch ein bisschen über die Kante, das heißt, hier haben wir auch für Stabilität gesorgt und ja, alles ordentlich machen. Wir machen immer ein Loch, Abstand 1 cm, versuchen das natürlich auch gleichmäßig zu machen, nicht mal 2 cm, mal 1 cm, sondern immer gleichen Abstand, dass das Ganze auch vernünftig näher verschweißt ist, die Stabilität gegeben ist und sonst alles ordentlich instand gesetzt wird. So, jetzt müssen wir noch eins bedenken, hier gibt es auch einen Tipp, wenn du natürlich da 3 Meter lange Bleche hast, mal grob gesagt, kannst du das Ganze auch hier mit so einem pneumatischen Gerät machen, dann bist du natürlich schneller unterwegs. Ja? Also das ist eine große Hilfe. Von Hand geht auch, aber so ein pneumatischen Locher empfehlen wir natürlich auch. Das ist optimal angepasst, was wir jetzt machen, natürlich hier mit dem Zinkspray das ganze Blech von der Seite, damit es nicht rostet, wenn wir mit dem Zinkspray einsprühen, werden diesen Bereich auch mit dem Zinkspray einsprühen. Das Blöde ist natürlich beim Schweißen mit dem Zinkspray, das spritzt wie Sau, das wollen wir vermeiden. Das heißt, wenn wir das Ganze mit dem Zinkspray ordentlich eingesprüht haben, werde ich mit dieser Bürste, mit dieser Winkelschleiferbürste nochmal über die Punkte gehen. Dann werden die Punkte quasi von dem Zinkspray wieder entfernt und ich kann es vernünftig verschweißen. Dann nehme ich wieder meine Blechschrauben, fixiere das Blech und fange an mit den Punkten. Und da gibt es auch eine Besonderheit, aufpassen. Jetzt werden einige sagen, Igor, du hast doch gesagt, dass du das Ganze wieder in die richtige Position bringen willst. Ja? Die Thematik ist einfach, ich habe hier keine Hebebühne, ich kann das auch nicht relativ hoch machen. Von der Aufnahme her ist es so besser, deswegen verzeiht mir. Wir bringen das Blech gleich beim Schweißen wieder in die Position, dann können wir das natürlich vernünftig verschweißen. Aber zum Zeigen ist natürlich die Position am idealsten für euch. Okay, hier an der Stelle ein super Trick, um das Blech zu fixieren, haben wir solche selbstschneidenden Schrauben vorbereitet. Damit bringen wir das Ganze in Position und können das in Ruhe verschweißen. Man kann natürlich auch solche Gripzangen verwenden. Und dann das Ganze nochmal nachformen. So, Schweißnahtvorbereitung an den Punkten, wo sich jetzt noch Zinkspray befindet, werden wir mit dieser Bürste am Winkelschleifer entfernen, damit wir das auch besser verschweißen können. Hier ist natürlich Arbeitssicherheit sehr wichtig, das kann einen Rückschlag geben, also mit Gefühl mit dieser Sache vorgehen. So, wir haben das Bauteil in die richtige Position gebracht, mit unseren Zwingen befestigt, denn jetzt kommt die schönste Arbeit, das Schweißen an sich. Hier sehen wir deutlich, alles mit Schrauben festgemacht, die Löcher blank gemacht, mit dem Zinkspray bearbeitet, das heißt, wir können jetzt mit dem Schweißen beginnen. Und jetzt Achtung, ich habe heute für euch eine Besonderheit vorbereitet. Wir machen das Ganze heute mit ganz dünnem Draht, mit dem 06er Zusatz. Wieso machen wir das, erkläre ich euch gleich. So, meine lieben Schweißtechnikfreunde, bevor wir mit dem Schweißen beginnen, ist natürlich Arbeitssicherheit sehr wichtig. Sichere Kleidung, Haut darf nicht zu sehen sein, Flammschutz, Schweißerjacke, Automatikhelm, Handschuhe, Absaugung, alles muss vorhanden sein, das empfehle ich euch auf jeden Fall. Das Gute ist bei der Picomic, das zeige ich euch auch gleich, die hat einen Job dazu bekommen für die 06er Draht. Das war früher nicht und das finde ich eine sehr gute Geschichte, denn wir wollen die Punkte richtig schön rund ausschweißen. Damit wollen wir
möglichst runtergehen mit dem Zusatz, dann können wir das leicht kontrolliert und besser verschweißen. Wichtig ist noch, Masse muss vernünftig angebracht werden, am besten in die Nähe, da wo du auch schweißt, weil die Bleche sind ja teilweise geklebt, geschweißt. Und wie sagte Joachim gerne, der Strom ist ein fauler Geselle, der sucht sich immer den kürzesten Weg. Ne? So, auf jeden Fall haben wir die Masse in die Nähe gebracht. Jetzt zeige ich euch den Job, den ihr wählen sollt und die Parameter. Job 06er Draht, Jobnummer 175. Den empfehle ich euch, wenn ihr natürlich den 06er Zusatz habt, mit dem Mischgas. Wir haben auch Mischgas vorbereitet. 18% CO2 in Argon. 10 Liter Druck, Durchflussmenge ist eingestellt. Wichtig ist hier an der Stelle unser Massekabel. Hier an der Stelle haben wir auch ein bisschen frei gemacht, damit wir auch guten Kontakt haben. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, guckst du halt, dass du guten Kontakt hast. Ein ganz wichtiger Punkt, auch bevor du mit dem Schweißen beginnst am Auto, Batterie abklemmen, sonst kann deine Elektronik, das Steuergerät Schaden nehmen. Unbedingt darauf aufpassen. Bevor wir die einzelnen Punkte ausschweißen, werde ich hier die Kanten ein paar Punkte setzen, werde die Schrauben lösen. Warum machen wir das? Wir wollen möglichst ja hier das Ganze ohne Luftspalt haben. Das heißt, wir können, wenn wir die Punkte gemacht haben, auch das Ganze ein bisschen nachkloppen, in Position bringen. Deswegen hier als Tipp ein paar Punkte setzen, in Position bringen und dann erst die eigentlichen Löcher, die Schweißungen ausschweißen. So, also, wir haben uns jetzt ein bisschen eingestellt. So sollten die Punkte ausgeschweißt aussehen. Wir haben komplett rund geschweißt, dann ist das Ganze aufgefüllt und ist vernünftig verbunden. Natürlich die Sachen, die nicht so schön geworden ist, werden wir natürlich beischleifen, aber so sollte das aussehen. Durch dieses Zinkspray sieht das natürlich alles wie eine Sauerei aus, aber wenn wir das gleich bearbeitet haben, wird das ordentlich sein. Die Schraube machen wir jetzt gleich raus und kloppen ein bisschen bei, dass das schön bündig da dran sitzt. So, meine Lieben, wir haben jetzt hier gerade ein Zwischenergebnis. Warum ein Zwischenergebnis? Sieht ja schon fast fertig aus. Nein, hier müssen noch ein paar Sachen bearbeitet werden. Und zwar durch dieses Zink, was wir als Korrosionsschutz dort eingesetzt haben, hast du beim Schweißen wirklich, das spritzt wie Sau. Ja? Und die Schweißpunkte sahen eigentlich schon sehr gut aus. Aber wenn du das Ganze wieder flach schleifst, du musst ja flach schleifen, du musst ja ordentlich schnell verspachteln, lackieren, dann siehst du, dass da immer noch Einschlüsse waren. Und die siehst du erst, wenn du die Punkte gerade geschliffen hast. Und das zeige ich euch jetzt auch. So sieht unser vorläufiges Ergebnis aus. Ich meine, das kann sich schon sehen lassen. Aber hier zum Beispiel, hier unten nach dem Schleifen sehe ich, dass da leichte Einschlüsse sind. Da werde ich nochmal mit dem Schweißgerät punkten müssen, das Ganze nochmal aufschweißen und dann nochmal ordentlich verschleifen. Ja, hier sind noch ein paar Schmauchspuren, die müssen wir entfernen. Aber sonst im Großen und Ganzen sind wir schon fast fertig und haben das Blech wieder hergestellt. Hier haben wir noch ein paar Punkte für euch nicht verschliffen. Da sieht man, wie sie vorher ausgesehen haben. Und hier sieht man so kleine Anschlüsse, die kann man gut sehen. Und die werden wir einzeln nochmal aufschweißen. Wir sind eigentlich soweit fertig mit unserem ersten Teil. Es kommt noch der zweite und der dritte Teil. Was werden wir im zweiten Teil machen? Wir werden das Ganze dort als Karosseriereparatur machen und das Ganze stumpf anschweißen. Hier hatten wir das Ganze überlappt geschweißt, deswegen haben wir auch Zinkspray verwendet. War auch natürlich ein bisschen schwierig, TÜV-konform. Und der nächste Punkt wird sein, das Ganze stumpf mit Wick zu verschweißen. Das wird noch eine Herausforderung für uns sein. Zeigen wir euch gerne. Und dann kommt der dritte Teil, wo wir eine Beule mit bestimmten Werkzeugen noch rausholen werden. Da gibt es auch ein paar Tipps von uns. Ich hoffe, diese Videos, diese Beiträge bringen euch weiter. Euer Kommentar würde mich sehr stark interessieren. Von daher, jetzt bitte schreiben, abonnieren, Daumen hoch. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.